So wie im ersten Screencast zu dem Thema SharePoint Online und wie kann ich SharePoint Online benutzen, bin ich ja auf die Teamsite schon mal eingegangen, habe schon mal kurz erläutert, für so eine Teamsite da ist, so wirklich ganz zu Beginn. Und wie ich angekündigt habe, folgt jetzt der nächste Teil und da zeige ich jetzt mal, wie man so eine Site hier gestaltet, welche Elemente man zur Verfügung hat. Also die wichtigsten Elemente, erstmal die wichtigen Webparts zeige ich mal hier und wie man die auf so eine Seite einrichten und verwenden kann. Dazu lege ich einfach mal eine ganz neue Seite an, eine ganz leere Seite. Wir haben ja hier diese Startseite, die wird ja standardmäßig angelegt, wenn man eine neue Teamsite erstellt. Aber ich gehe jetzt mal her und erstelle eine neue Seite. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine einzelne Seite innerhalb dieser Site. Ja, Seiten kann man dann ganz viele haben. Und hier wird man dann erstmal natürlich wieder mit so einem Assistent begrüßt, ob man schon Erfahrung hat oder ob man noch keine Erfahrung hat. Und je nachdem, was man dann wählt, wird man da so ein bisschen durch die Anlage geführt. Ja, das haben wir hier. Wenn Sie zum ersten Mal eine Seite oder eine Nachricht erstellen, lernen Sie hier diese interaktive Tour, die Grundlagen. Das können Sie auch mal durchführen einfach. Dann werden Sie da mal durch den Prozess geleitet und lernen so ein paar Eigenschaften kennen. Ich sage jetzt mal, ich habe das hier schon mal getan und sage dann, los geht's. Und kann dann hier auswählen von diesen 3 Vorlagen, eine leere, eine visuelle und eine mit Basistext. Das unterscheidet sich dann einfach nur darin, wie dann hinterher diese Vorlage schon vordefiniert wird mit dem Text und so weiter. Ich starte jetzt einfach mal leer und dann haben wir hier praktisch eine komplett leere Seite. Als erstes geben wir mal die Überschrift ein, Demo Seite 1, ja, da sollte man natürlich in der Regel dann etwas Schöneres reinschreiben. Hier gibt es dann die Möglichkeit, den Autor dieser Seite hier praktisch auch nochmal anzeigen zu lassen. Das kann man aber auch, wenn man möchte, dann hier entsprechend dann auch wegnehmen und zum Beispiel einen anderen hier eintragen. Ich habe jetzt hier in diesem Tenant nur mich als einzigen Benutzer. Ich glaube, ich habe noch einen. Mal schauen, ob der funktioniert. Nein, ich habe nur einen hier. Dann stelle ich den mal wieder ein. Ich habe jetzt auch hier kein Profilbild. Wenn ich ein Profilbild hätte, würde das hier entsprechend auch angezeigt werden. Dann habe ich hier oben immer standardmäßig so einen Bannerbereich. Dieser Bannerbereich, der ist nicht immer notwendig, den braucht man nicht immer. Man kann aber dann hier zum Beispiel ein Bild einstellen. Und da kommen wir schon zu der ersten Eigenschaft von SharePoint. Man kann hier natürlich aus einer bestimmten Bibliothek ein Bild auswählen. Aber man kann auch zum Beispiel hier über die Websuche Bilder praktisch aussuchen. Und dann gibt es hier noch diese Archivbilder. Diese Archivbilder, werden praktisch von Microsoft zur Verfügung gestellt. Die kann ich hier benutzen, wenn ich keine eigenen Bilder habe. Gleich, wenn ich die Bildergalerie verwende, zeige ich auch noch, wie man hier eigene Bilder am besten zur Verfügung stellt. So, jetzt kann man dann einfach hier ein Bild auswählen und das wird dann hier oben in dem Header so angezeigt. Die Seiten werden immer automatisch hier gespeichert, das heißt, da muss man sich nicht selbst drum kümmern, das ist ganz praktisch. Hier oben hat man dann die Möglichkeit, über rückgängig machen, entsprechend seine letzten Aktionen, die dann vielleicht nicht so erfolgreich waren, wieder zurückzunehmen. Dann können wir das Ganze mal als Entwurf erstmal speichern und dann sehen wir erstmal, dass wir hier jetzt eine Seite haben, die hat jetzt den folgenden Aufbau hier mit diesem Bild, mit der Demo-Site. So, jedes Mal, wenn ich dann diese Seite nachbearbeiten möchte, gehe ich einfach hier auf Bearbeiten und dann kann ich die Seite bearbeiten. Hier gibt es dann noch so ein paar Elemente, dass ich natürlich nachträglich das Bild noch ändern kann, wieder hier über Bild ändern. Hier kann ich den Fokuspunkt des Bildes festlegen. Das heißt, das sieht man dann hier, je nachdem wie groß das Bild ist, wie ich das zum Beispiel positioniert haben möchte, kann ich zum Beispiel sagen, jetzt hier, ich möchte mehr hier von diesem unteren Bereich sehen, dann kann man diesen Fokuspunkt entsprechend verschieben. So, dann standardmäßig gibt es dann hier solche Abschnitte. Ich mache jetzt mal hier Folgendes, dass ich mal hier diesen Abschnitt öffne, hier in diesem Bearbeitungsmodus. Und dann sieht man hier, wenn ich hier so drauf gehe, kann ich jetzt hier ein Element hinzufügen. Ich wollte aber hier nochmal auf diesen Bereich gehen. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, diesen Abschnitt nochmal zu unterteilen. Wenn man nur eine Zeile hier hat in diesem Bereich, jetzt hier, das ist eine Spalte, die ich jetzt hier neu hinzugefügt habe, dann hat man praktisch hier über die gesamte Breite bis zum Ende ist hier nicht zu nutzen, das hat andere Gründe. Gibt es auch nochmal ein entsprechendes
Video dazu, wie das mit der Breite sich so hier so darstellt. Das soll uns aber erstmal gar nicht so interessieren. Wir können hier auch diese Abschnitte entsprechend hier, ich mache mal den vorgefertigten Abschnitt nämlich mal raus, über diesen Papierkopier rauslöschen, dann haben wir weniger Abschnitte. Wenn ich diesen Abschnitt bearbeiten möchte, einfach hier einmal in die leere Fläche praktisch reinklicken, dann habe ich jetzt hier diese Bearbeitungsmöglichkeiten. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann ich jetzt hier nachträglich auch noch das Layout dieses Abschnitts ändern. Ja, wenn ich das zum Beispiel jetzt auf 2 Spalten setze, dann habe ich hier 2 Spalten, in denen ich Elemente einfügen kann. Bei 3 Spalten entsprechend hier 3 Spalten, in denen ich hier Elemente einfügen kann. Oder ich kann das auch so gestalten, dass ich diese eine Spalte hier auf der linken Seite etwas schmaler mache, die auf der rechten Seite etwas größer oder halt umgekehrt. Ich starte einfach mal mit diesem Layout hier, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben, auf der linken Seite, auf der rechten Seite ein bisschen weniger. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die Hintergrund festzulegen. Der Hintergrund, der kommt auch, der Hintergrundfarben, das sind jetzt 4 Hintergrundfarben, die kommen aus dem sogenannten Theme, also aus dem Farbschema, was man eingestellt hat. Auch dazu werde ich mal ein extra Video nochmal machen, wie man so das allgemeine Branding, also die allgemeine Darstellung hier anpassen kann auf zum Beispiel deine Corporate Design Farben, dass sich das alles so ein bisschen hier anpasst an das Unternehmen. Hier, das sind jetzt so die Standardeinstellungen, die praktisch kommen, wenn man so einen neuen Tenant sich hier angemeldet hat. Die habe ich jetzt ja auch nicht verändert. So, und das sind praktisch die 4, die ich dann hier zur Auswahl habe. Da kann man jetzt hier einen anderen Hintergrund zum Beispiel einstellen, dass man jetzt hier zum Beispiel sagt, diesen Bereich möchte ich so hinterlegt haben oder einfach ein bisschen schwacher hinterlegt haben in dieser Farbe. Dann kann man diese Abschnitte noch reduzierbar machen. Ja, das heißt, ich kann so einen Abschnitt hier ein- und ausblenden über so ein Pfeilsymbol hier und dann kann ich den noch einen Namen geben. Ja, das können wir erstmal deaktivieren. Wichtig ist noch, dass man den standardmäßig dann auch so einstellen kann, wie er erscheinen soll, wenn man die Seite betritt. Entweder ist er expandiert, also geöffnet, oder er ist zugeklappt. Das kann man dann hierüber auch noch bestimmen. Dann kann man hier auch noch festlegen, ob eine Trennlinie angezeigt werden soll zwischen den Bereichen. Das werden wir uns nachher auch nochmal anschauen. So, ich komme jetzt erstmal nochmal hier hin und wir haben jetzt erstmal hier unseren ersten Bereich angelegt. Und jetzt ist das Ganze ja natürlich noch leer. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, habe ich jetzt hier eine Seite, die leer ist. In der Regel möchten wir natürlich irgendwelche Inhalte haben. Das heißt, das erste Element, was wir jetzt mal hier hinzufügen, so das häufig benutzteste Element, ist einfach hier so ein Texteditor. Ja, das ist einfach ein Texteditor. Mit diesem Texteditor kann ich hier meinen Text praktisch bearbeiten, habe hier entsprechende Formatierungsmöglichkeiten und habe hier entsprechend noch weitere Optionen, die ich hier anwählen kann. So, ich hole mir einfach mal einen Blindtext jetzt einfach mal, damit wir da etwas eintragen können, damit wir so ein bisschen Text auf der Seite haben. Den füge ich einfach mal jetzt hier so ein, haben wir ein bisschen Blindtext und dann hat man hier diese ganz normalen Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie hier zum Beispiel das Fett zu machen oder andere Elemente hier, zum Beispiel Italic, darzustellen. Ja, und dann kann man sich das anschauen, was man hier noch so hat. Man hat die Tabellen, man kann hier auch ein Bild einfügen, kann das Ganze durchgestrichen darstellen, man kann natürlich auch Links einfügen und hat hier dann noch weitere Optionen. Ja, da kann man sich dann entsprechend das raussuchen, was man so braucht. Schauen wir uns jetzt an. Jetzt haben wir also hier unsere erste Ansichtsseite. Wir haben jetzt hier unseren Text. Wir haben hier die Fettmarkierung. Das, was wir kursiv gemacht haben, haben wir hier. Wunderbar. So, das ist praktisch so das Standardelement, was hier sehr häufig gebraucht wird, ist so dieses Textelement. Neben diesem Textelement gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Webparts, die man hier so benutzen kann. Nehmen wir mal ein anderes Webpart, was man auch ganz oft mal benutzt, zum Beispiel hier so ein Bild-Webpart, um ein Bild anzuzeigen. Bei diesem Bild-Webpart öffnet sich dann automatisch hier auch wieder sofort die Suche nach so einem Bild und hier können wir dann auch entsprechend ein Bild mal auswählen, was es schon gibt hier und dann hier unten entsprechend eine Bildunterschrift erfassen, mein erstes Bild zum Beispiel. Und welche Möglichkeiten man jetzt hier noch hat, sind
ganz gut. Man kann hier zum Beispiel direkt das Bild in der Größe erstmal bearbeiten. Ja, das heißt, wir können das größer und kleiner machen. Aber was auch noch ganz wichtig ist, wir können hier auch schon direkt das Bild schneiden. Das heißt, dass wir zum Beispiel hier einen bestimmten Ausschnitt nur aus dem Bild haben möchten, können wir hier einfach sagen, okay, da schneide ich mir mal so zurecht. Dauert dann immer diesen Moment und dann einfach hier nochmal auf den Stift gehen und dann sehen wir, ist das jetzt entsprechend auch hier bearbeitet worden. Man kann dann hier dann entsprechend auch sofort einen Link setzen, ja, zum Beispiel jetzt hier auf die allbekannte Suchmaschine Google zum Beispiel, und dann kann man hier auch noch sagen, das möchte ich als überlagernden Text hier anzeigen und dann gehen kann man hier zum Beispiel so einen überlagernden Text machen. Machen wir das mal so, damit es von der Breite auch etwas schöner aussieht. Ich kann natürlich auch nachträglich immer hier die Bilder entsprechend wieder ändern. Wenn mir das Bild hier nicht mehr gefällt, kann ich natürlich hier auch nochmal ein anderes Bild setzen. So, damit haben wir schon mal das Bild benutzt hier, und wie man gesehen hat, relativ komfortabel. Ich kann hier auch noch sagen, Seitenverhältnisse auswählen. Dann kann ich sagen, ich möchte so ein 3:2 Seitenverhältnis haben. Dann wird es hier automatisch auch so zugeschnitten. Dann sieht das so aus, das Ganze. Und dann kann ich auch noch die Ausrichtung hier ändern, oder ich kann auch das Ganze hier dann noch zwischenspeichern und ich kann das auch hier nochmal wieder zurücksetzen, das Ganze. So, sagen wir einfach hier mal speichern und hier auch mal den Entwurf speichern und schauen uns das jetzt an. Jetzt haben wir also schon mal einen Textbereich und mit einem Bild dabei. Dann schauen wir uns jetzt hier nochmal an diese Bearbeitungsmöglichkeit von dem Abschnitt. Wie gesagt, einfach in diesen Abschnitt reinklicken, dann haben wir hier auf der linken Seite die entsprechenden Bearbeitungsmöglichkeiten und dann sagen wir jetzt hier mal Abschnitt bearbeiten und dann wählen wir jetzt hier mal diese Option aus, die ich gerade schon gesagt habe, diesen Abschnitt reduzierbar machen, und im Standard soll der nicht erweitert sein, sondern reduziert sein. Mein erster Abschnitt nennen wir das Ganze mal. Und dann speichern wir das Ganze. Und dann sieht man, wenn man die Seite jetzt öffnet, das ist genau diese Eigenschaft, dass dieser Bereich jetzt hier an dieser Stelle nicht expandiert ist, sondern dass er zugeklappt ist. Und jetzt kann ich ihn hier entsprechend über dieses Symbol hier oder hier auf die Überschrift klicken, diesen Bereich auf- und zuklappen. So, dann das nächste Element, was wir uns mal anschauen. Wir lassen das hier oben mal so entsprechend stehen. Und jetzt kann man hier über diesen Plus oder diesem Plus, je nachdem, ob man hier oben drüber oder ob man hier unten drunter einen Bereich einfügen möchte, einen neuen Abschnitt hinzufügen. Und man kann dann auch schon direkt sagen, möchte ich einen einspaltigen oder einen zweispaltigen Abschnitt hinzufügen oder diesen dreispaltigen oder die anderen, die es gibt. Ich füge jetzt mal hier einfach mal so einen Abschnitt hinzu und der gleichmäßig verteilt ist. Und dann schauen wir uns jetzt hier nochmal die Bildergalerie an. Und bei der Bildergalerie, wie der Name schon sagt, hat man jetzt die Möglichkeit, mehrere Bilder hier auszuwählen. Und ich benutze jetzt erstmal hier Bilder aus diesem Stock Images, die hier praktisch zur Verfügung gestellt werden. Und ich wähle mir einfach mal hier ein paar aus und sage dann einfügen. Und dann stellt sich das Ganze erstmal so dar. Und dann kann ich hier entsprechend auch hier diese Darstellung von diesem Bild-Web-Part anpassen, indem ich jetzt sage, das als Raster darstellen. Dann stellt sich das Ganze so dar oder das Ganze als Karussell. Dann habe ich hier so ein klickbares Karussell, in dem ich dann einfach hier so durchklicken kann. Ich kann dann hier auch noch bei dem Karussell bestimmen, ob die Bilder automatisch durchlaufen sollen. Wenn ich das einschalte, kann ich hier unten noch die Länge festlegen, wie lange so ein Bild angezeigt werden soll, bis es dann zum nächsten Bild praktisch scrollt. Das ist eine Möglichkeit, wie ich so eine Bildergalerie verwenden kann. Speichern wir das mal kurz ab.
um das uns anzuschauen. Wie gesagt, der erste Abschnitt hier ist ja zugeklappt, das haben wir ja so definiert und jetzt sehen wir hier unten, haben wir jetzt unsere Bildergalerie, die läuft schon mal ganz schön da durch. Und die andere Variante, die ich wählen kann, ist, ich gehe jetzt hier nochmal in den Bearbeitungsmodus und sage jetzt hier nochmal editieren, auch wie ich über die Webparts, die Bearbeitung ist immer gleich. Hier, wenn ich hier draufklicke, habe ich hier oben immer dieses Webpart-Menü und dann kann ich hier entsprechend auch das Webpart zum Beispiel verschieben in einen anderen Abschnitt. Das machen wir gleich nochmal, oder ich kann das hier einfach editieren. Ich kann es hier auch nochmal duplizieren, wenn ich jetzt nochmal das gleiche Webpart an anderer Stelle brauche und hier natürlich dann entsprechend auch löschen. So, jetzt gehen wir hier einmal nochmal in den Bearbeitungsmodus rein. Jetzt habe ich ja gerade Bilder ausgewählt, die aus dem Internet kommen. Das ist natürlich für eine Bildergalerie meistens nicht so gewünscht, weil man will ja schon bestimmte Bilder anzeigen aus dem Unternehmen. Und dann kann ich jetzt hier sagen, Bilder aus einer Dokumentenbibliothek dynamisch anzeigen. Und dann werden hier die verfügbaren Dokumentenbibliotheken angezeigt, die unterstützt werden von diesem Webpart. Einmal Dokumente und einmal Website-Objekte. Und dann kann ich hier noch wählen, wie viele Bilder maximal angezeigt werden sollen. Jetzt sieht man das, jetzt habe ich das gewählt. Ich kann auch hier sagen, noch Unterordner einbeziehen. Zeige ich gleich, was das hier bedeutet. Jetzt habe ich hier natürlich erstmal noch keine Bilder, weil ich in meiner Dokumentenbibliothek noch keine Bilder habe. Wir lassen diese Einstellungen mal so, wie sie sind, und ich zeige jetzt erstmal eine Variante, die ganz praktisch ist. Wir haben ja hier schon eine Dokumentenbibliothek, das ist die Standardbibliothek, die kann man im Grunde auch behalten. Ich würde die immer benutzen, um zum Beispiel dort wirklich diese Dokumente abzulegen. Dann haben wir aber hier auch noch die Möglichkeit, dass, wenn wir hier zum Beispiel nochmal auf die Website-Inhalte gehen, dann zu sagen, dass wir eine neue Dokumentenbibliothek anlegen sollen und jetzt auch nicht von den Namen verwirren, dass das eine Dokumentenbibliothek ist. In einer Dokumentenbibliothek kann man eigentlich alle Dateitypen speichern. Unter SharePoint Server gab es mal eine spezielle Bilderbibliothek. Gibt es jetzt hier nicht direkt zur Auswahl. Kann man auch auswählen, ist ein bisschen tricky. Deshalb hier, wir benutzen jetzt eine ganz normale Dokumentenbibliothek, aber als Bildergalerie. Und die nenne ich einfach Bilder. Die kann ich nennen natürlich, wie ich das möchte. Und in diese Dokumentenbibliothek wollen wir jetzt mal ein paar Bilder reinladen. Ich habe dazu mal welche vorbereitet, die ziehe ich jetzt mal hier rüber. Und das Arbeiten mit der Dokumentenbibliothek ist auch relativ einfach. Zum Beispiel, wenn man jetzt mehrere Dokumente hinzufügen möchte, einfach aus dem Datei-Explorer diese Dokumente markieren und dann einfach per Drag und Drop, wie ich das jetzt hier mache, einfach hier reinziehen und dann werden die automatisch hochgeladen. Dann haben wir die hier drin. So, ich werde jetzt direkt nochmal einen Ordner hier drin anlegen, um das zu zeigen. Den kann ich natürlich auch nennen, wie ich möchte. Man könnte da zum Beispiel seine Bilder nach einer bestimmten Event zum Beispiel nochmal sortieren. Jetzt gehe ich mal hier rein und ziehe da mal 3 Bilder rein. Image 4, Image 5 und das Sample. Das löschen wir jetzt mal hier raus. Auch das Löschen hier relativ einfach wie im Datei Explorer die Elemente markieren, die man nicht haben möchte und dann über diesen Papierkorb hier entsprechend dann die Elemente löschen. Auch zu den Bibliotheken und zu den Listen werde ich mal einen extra Screencast nochmal anfertigen, um so die typische Arbeitsweise, die man kennen sollte, damit mal zu erläutern, wie man auch neue Spalten hier anlegt und so weiter. Das kommt dann alles im weiteren Screencast. So, jetzt habe ich praktisch hier meine Bildergalerie vorbereitet. Jetzt gehe ich mal wieder zu meiner Seite, die ich angelegt habe. Die finde ich dann übrigens hier bei allen Website-Inhalte in dieser Bibliothek. Ja, es ist die spezielle Seitenbibliothek hier. Dort finde ich dann meine angelegte Seite, ja, unsere Demo-Seite 1, die ich hier angelegt habe. Und wir sehen hier immer noch keine Bilder. Das liegt einfach daran, ich habe hier jetzt eine neue Dokumentenbibliothek angelegt, speziell für Bilder. Und jetzt gehe ich einfach hier in diesen Bearbeitungsmodus wieder von der Seite rein, wähle hier den Stift aus, dass ich dann dieses Webpart hier wieder bearbeiten kann. Und jetzt habe ich hier eine zusätzliche Bibliothek, die ich jetzt gerade angelegt habe zur Auswahl. Die wähle ich jetzt hier aus und jetzt sehe ich, werden mir hier sofort 4 Bilder auch angezeigt.
4 Bilder deshalb, weil die 4 Bilder liegen in dem obersten Root, praktisch in dem Wurzelverzeichnis von dieser Dokumentenbibliothek. Und jetzt habe ich hier auch die Möglichkeit, hier diesen Punkt Unterordner einbeziehen. Und jetzt wird, glaube ich, deutlich, warum ich gerade so einen Ordner angelegt habe, weil wenn ich das jetzt hier anklicke, dann werden automatisch, das sieht man jetzt hier, werden jetzt 7 Bilder geladen, weil jetzt automatisch die Bilder aus diesen Unterordnern, die ich habe, mitgeladen werden. Ja, und das ist dann eine Sache, die muss man sich dann entscheiden, möchte ich das so, dass die Bilder mit angezeigt werden oder möchte ich die Unterordner hier nicht benutzen. Ja, und so kann man dann jetzt hier natürlich seine eigenen Bilder reinbringen und ich kann natürlich jetzt hier auch eine andere Ansicht wieder wählen, ja, je nachdem, was ich da gerne so haben möchte. Ja, wenn ich das jetzt speichere, habe ich jetzt hier meine Bildergalerie. Ja, kann dann meine Bilder hier entsprechend dann einfach durchlaufen. So, dann gehen wir nochmal in den Bearbeitungsmodus und fügen nochmal ein anderes interessantes Webpart hier auf dieser Seite hinzu. Und zwar können wir jetzt mal hier dieses ganz einfache Link-Webpart mal benutzen. Ein Link braucht man in der Regel ja auch öfter mal. Und da kann man jetzt zum Beispiel einen Link zu einem interessanten Artikel zum Beispiel hinterlegen. Ich schaue mal kurz, ob ich irgendwas Interessantes auf die Schnelle mal finden, indem wir da reinmachen. Mal diesen Nachrichtenartikel zum Beispiel jetzt hier. Und dann die Arbeitsweise von dem Webpart hier unterscheidet sich nicht von den anderen. Man hat hier auch wieder die Bearbeitungsfläche. Hier kann man jetzt direkt, da muss man immer so ein bisschen darauf achten, wo man seine Daten eintragen kann. Und jetzt haben wir hier den Text stehen. Fügen Sie einen Link zu einer Seite, ein Video oder ein Bild im Internet ein. Das heißt, ich klicke einfach hier rein und mache jetzt einfügen. Ich habe mir gerade hier einen Nachrichtenlink kopiert und jetzt sehe ich, habe ich hier direkt dieses Webpart praktisch gefüllt. Ich gehe mal in den Bearbeitungsmodus, um nochmal zu zeigen, was hier eingestellt werden kann. In diesem Fall ist es nicht viel. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das hier oben ist ja nicht schön, das möchte ich nicht angezeigt haben. Den Link hier direkt, das kann ich dann hier entsprechend dann über diese Einstellung Linkanzeigen deaktivieren, praktisch auf Ausschalten, so dass ich eine schönere Ansicht habe. So, wenn ich dann das wieder mir anschaue, dann habe ich hier jetzt meine Bildergalerie und hier schon einen externen Link. Und bei diesem externen Link, das sieht man hier auch sehr schön, die Arbeitsweise, wie man das so üblicherweise auch kennt, wenn man so ein Sharing macht in irgendwelchen sozialen Netzwerken, dann wird hier auch praktisch der Inhalt analysiert im Hintergrund. Es wird ein Bild ermittelt, wenn verfügbar ist, aus diesem referenzierten Artikel und es wird dann hier unten auch schon der entsprechende Textauszug dargestellt. Ja, das kann ich alles so machen, ganz automatisch, muss ich nichts irgendwie manuell machen. So, dann haben wir schon mal eigentlich eine schöne Seite. Wir haben hier schon mal einen Abschnitt, der standardmäßig immer eingeklappt ist, enthält viel Text. Und hier habe ich jetzt meine Bilder und hier meinen Link, den ich hier benutzt habe. Neben diesen einfachen Link, den ich hier habe, gibt es natürlich auch noch ein Element, so dass ich dort mehrere Links hinterlegen kann. Den fügen wir mal hier unten kurz ein und dann haben wir hier diese Quick Links. Bei diesen Quick Links kann ich zum Beispiel sagen, hier meine wichtigen Links und dann kann man hier einfach entsprechend drauf gehen und hier einen Link zum Beispiel hinzufügen, zum Beispiel auf die originale Homepage-Seite. Ja. Den kann man natürlich nachträglich auch immer ändern. Das ist meine Homepage, könnte ich auch einen anderen Text hinzufügen. Ich kann natürlich ganz viele Links hier hinzufügen. Ich kann auch einen externen Link hier zum Beispiel hinzufügen, wie auf die MSN-Seite zum Beispiel. Kopiere ich mir mal kurz hier. Ja, und auch nur durch diese Angabe des Links wird er dann auch ausgewertet im Hintergrund und es wird hier auch schon entsprechend was ermittelt. Ich kann das natürlich hier auch entsprechend dann hier natürlich wieder umändern, dass ich das Ganze nur so angezeigt haben möchte und den Text entsprechend ändern. Ich kann hier noch benutzerdefiniertes Bild setzen für diesen Link, wenn ich ein spezielles Bild haben möchte, oder ich kann hier das Symbol benutzen. Ja, das ist bei mir dann zur Auswahl. Kann ich zum Beispiel irgendwas benutzen, was ich hier schon mal benutzt habe.
Dann wird das hier so klein dargestellt. So, dann schauen wir uns das mal wieder hier an. Wir haben jetzt diese Darstellung. Und bei diesem Quick Web Part hier unten, bei dem Quick Links Web Part, haben wir auch noch die Möglichkeit, die Darstellung etwas anzupassen. Das ist so die komprimierte Darstellung. Dann haben wir hier so Filmstreifen. Dann werden die Links so dargestellt oder als Raster, als Schaltflächen, als Liste oder als Kachel. Ja, also sehr konfigurierbar das Ganze. Muss man sich dann anschauen, was dann einem so am besten hinterher gefällt, was am besten zu dem Layout passt. So, dann nehmen wir nochmal ein anderes Webpart. Ich gehe nochmal in den Bearbeitungsmodus rein und sage jetzt hier zum Beispiel mal hier diesen Abschnitt wollen wir mal löschen und ich füge jetzt hier nochmal ein neues Webpart hinzu. Wir machen es mal an, noch einen neuen Abschnitt da rein, zweispaltig. Dann nehmen wir mal als nächstes die Schaltfläche. Die Schaltfläche ist ein relativ einfaches Element. Nein, das war es nicht. Die Schaltfläche wollte ich haben. Die Schaltfläche ist ein sehr einfaches Element. Dort habe ich praktisch nur eine Schaltfläche, ja, wieder einen Button und darauf kann ich dann auch wieder einen Link hinterlegen und kann dann sagen, zur MSN-Seite. Ich kann natürlich auch alle anderen Links hier eintragen, die ich gerne haben möchte. Dann kann ich das Ganze zentriert machen oder rechts ausgerichtet das Ganze, wie ich das gerne haben möchte. Und dann habe ich einfach hier so eine Schaltfläche, kann ich draufklicken und dann gehe ich zu der entsprechenden Seite. Also auch nichts Aufregendes, aber man hat es zur Verfügung, kann man an der einen oder anderen Stelle entsprechend einsetzen. So, ich lösche die mal dann über diesen Papierkorb. Dann haben wir noch ein interessantes anderes Webpart und das ist die Dateianzeige, die zusammenarbeitet mit der Dokumentenbibliothek. Und um das sich mal anzuschauen, benutze ich mal hier einmal dieses Dokumentenanzeige Webpart. Man kann übrigens auch hier, diese Liste ist ja jetzt im Standard schon sehr groß. Man sieht es, man hat schon sehr viele Webparts oder Apps, wie man das auch immer bezeichnen möchte, zur Auswahl. Es gibt aber natürlich neben diesen Apps hier, die hier standardmäßig bei sind, noch ganz viele andere Apps über den sogenannten App-Katalog oder über den Marketplace zum Beispiel. Da gibt es auch ganz viele Apps, die von anderen Herstellern zur Verfügung gestellt werden, teilweise natürlich kostenpflichtig, teilweise auch kostenfrei. Das heißt, je nachdem wie extensiv man das Ganze benutzt, kann diese Liste natürlich schon sehr groß werden mit der Zeit. Deshalb gibt es dann hier die Möglichkeit dann auch zu suchen. Muss man natürlich dann nur richtig tippen und dann habe ich hier zum Beispiel nach Dokumenten jetzt gesucht und habe jetzt hier die entsprechende Dateianzeige, die ich mal kurz zeigen wollte. Die Dateianzeige ist dafür da, dass man sich einen Ausschnitt aus einer Datei anschaut und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, jetzt hier eine Datei hinzufügen. Ich kann mal hier auf diesen Stift gehen. Und dann kann ich hier auch eine Datei hinzufügen. Ich mache das jetzt mal einmal manuell, den ganzen Schritt, und sage jetzt erstmal hier, die Seite wurde gespeichert. Und dann gehe ich hier in meine Dokumentenbibliothek. Das ist ja die Bibliothek, die standardmäßig immer schon da ist. Die kann ich dann auch benutzen. Und dort lege ich jetzt auch mal ein paar Dokumente rein. Ich habe dann mal ein paar PDFs vorbereitet mit Rezepten und so weiter. Auch gleiche Technik. Einfach per Copy und Paste praktisch jetzt da reingezogen. Jetzt habe ich hier ein paar PDFs. Man sieht dann nachher auch in der Dokumentenbibliothek den Typ anhand des Icons, des File-Typ-Icons, was man jetzt hier hinzugefügt hat. So, dann gehe ich wieder zurück zu meiner Seite. Geht in den Bearbeitungsmodus rein. Sage jetzt hier Datei hinzufügen. So, und jetzt sehe ich dann hier praktisch meine Dateien, die ich gerade hier auch hochgeladen habe. Und jetzt nehmen wir mal einfach hier, das ist so ein Manual, glaube ich, einfügen. So, und jetzt habe ich hier direkt schon so ein PDF in der Vorschauansicht, also nicht in der Vorschauansicht, sondern in der kompletten Ansicht. Jetzt kann ich hier das
Ganze mir dann auch nochmal anschauen und kann dann hier praktisch durch das PDF gehen. Sag mal hier Entwurf speichern. Ja, wir haben es nicht gespeichert. Dann nochmal einfügen. Genau. Entwurf speichern. Und dann haben wir hier unser PDF. Und das kann man jetzt hier praktisch direkt hier auf der Seite sich dann schon anschauen. Ja, das ist das Dateianzeige Webpart. Das kann ich dann verschiedenartig einsetzen. Wenn ich zum Beispiel ein neues Dokument habe, was ich direkt präsentieren möchte, kann ich das dann direkt so auf meiner Startseite zum Beispiel geöffnet schon darstellen. So, ich lösche das mal wieder raus. Daneben gibt es neben dieser Einzelanzeige auch noch das Dokumentenbibliotheks Webpart. Das ist dafür da, dass ich mir hier zum Beispiel einen Ausschnitt oder einen Zugriff direkt auf meine Dokumente ermögliche. Ja, und standardmäßig werden jetzt hier die Dokumentenbibliotheken angezeigt, die ich hier auf meiner Webseite, in meinen Website-Inhalten zur Verfügung stehen. Ich kann aber auch hier in diesen Bearbeitungsmodus auf das Stift gehen und hier mal alle Eigenschaften anzeigen lassen. Und jetzt kann ich hier auch aus diesen vorhandenen Bibliotheken, sehen wir gerade, ich habe auch diese Bilderbibliothek ja neu angelegt, die kann ich jetzt hier auswählen. Kann ich jetzt eine Bibliothek auswählen, die ich jetzt angezeigt haben möchte, und ich kann hier auch eine Ansicht bestimmen, was Ansichten sind, wie die funktionieren. Da gibt es dann auch nochmal einen separaten Screencast dazu. Hier nehmen wir jetzt mal die Standardansicht, das ist alle Dokumente, die ist immer standardmäßig da. Und hier kann ich dann noch die Größe mir auswählen, wie viele Elemente angezeigt werden sollen aus dieser Dokumentenbibliothek. Ich kann die Befehlsleiste mit anzeigen, Schaltfläche alle zeige ich mal mit an. Und die dynamische Filterung lassen wir jetzt erstmal raus. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt ändere ich mal hier diesen Abschnitt mal in eine Spalte, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und wenn ich das jetzt speichere, hat man hier praktisch direkt den Zugriff auf seine Dokumente in dieser Dokumentenbibliothek. Ich mache das einmal so auf. Das heißt, man muss da nicht mehr extra in die Dokumentenbibliothek reinwechseln, weil die befindet sich ja hier über die Webseiteninhalte oder über diese Navigation, sondern man hat dann direkt diese Dokumente hier zum Beispiel auf dieser Homepage, die man jetzt hier neu baut, direkt zur Verfügung. Und kann dann hierüber entsprechend wichtige Dokumente zum Beispiel sehr schnell präsent anzeigen, sodass man dann sofort sieht, hier, das sind meine neuesten Dokumente. Man kann da entsprechende Ansicht einstellen bei diesen Dokumentenbibliotheken und das dann so filtern und sortieren, dass man dann zum Beispiel die letzten 10 neuen Dokumente dann präsentiert und hier angezeigt bekommt. Das Ganze kann man natürlich kombinieren dann auch noch mit diesem Dokumentenanzeige-Webpart, dass man dann auch ein bestimmtes, ganz neues Dokument dann zum Beispiel direkt hier geöffnet darstellt. So, dann waren hier noch so ein paar Eigenschaften, dass ich dann sagen konnte, was ich hier ein- und abschalte. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn ich jetzt hier nochmal in die Dokumentenbibliothek reingehe. Kann ich hier entsprechende Befehle ein- und ausschalten, je nachdem wie ich sie dann brauche. Hierüber kann ich dann noch sagen, wie viele Dokumente immer angezeigt werden sollen. Also ein sehr nützliches Webpart, um direkt Dokumente in den Vordergrund zu bringen. Ja, das können natürlich Word-Dokumente sein, können auch Excel-Dokumente sein. Im Endeffekt alle Dateitypen kann man hier in dieser Dokumentenbibliothek verwalten. Wie gesagt, zur Dokumentenbibliothek und Listen gibt es mit Sicherheit noch ein extra Video, weil die sind schon sehr mächtig. Und wie gesagt, hier zu diesen einzelnen Einstellungen, hier kommt man dann nochmal im Detail. Hier gehen wir jetzt erstmal nur auf diese Einstellungen nochmal kurz hier ein mit diesem Befehlsleiste anzeigen. Jetzt haben wir hier diese Möglichkeit, das alle anzuzeigen. Das hat dann den Vorteil, wenn man dann hier sich das Webpart hier ansieht, hat man jetzt hier die komplette Bearbeitungsmöglichkeit direkt auf der Seite und man kann hier auch über alle Anzeigen direkt in die Bibliothek reinwechseln. Das kann man auch entsprechend hier natürlich konfigurieren, dass man das zum Beispiel nicht mehr haben möchte. Ich sehe mal kurz an meine Seite hier. Refreshen. Dass man dann hier das entsprechend dann praktisch abschaltet. Hier sagen wir mal hier
das alle deaktivieren, übernehmen, dann ist der entsprechende Link dann hier auch weg. Und jetzt sagen wir hier noch Befehlsleiste ausblenden und dann werden wir jetzt hier sehen, sind die Elemente auch weg. Und ich kann natürlich hier auch noch einen Text, einen Titel hinterlegen, meine wichtigen Dokumente zum Beispiel. Oder auch, wenn man das jetzt aufs Intranet später mal macht, unsere Dokumente. Und das speichern wir dann. Dann sieht das dann Ganze so aus. So, dann haben wir schon einige wichtige Webparts kennengelernt. Schauen wir uns dann noch erstmal zwei ganz einfache andere noch mal kurz an, der Vollständigkeit halber. Die werden auch mal öfter gebraucht. Dazu entferne ich mal hier wieder meine Dokumentenbibliothek und dann gibt es hier einmal die Weltuhr. Dort kann man dann einfach zum Beispiel von verschiedenen Ländern hier seine Uhrzeit anzeigen lassen. Und dann haben wir hier neben der Weltuhr noch auch das interessante Webbad, zum Beispiel Wetter, über die man dann hier entsprechend Orte hinzufügen kann, um sich das Wetter direkt hier anzuzeigen. Ist auch manchmal ganz interessant, zum Beispiel für die Startpage des Intranet zum Beispiel, wo man solche Informationen dann einfach nochmal hinterlegen möchte. Man dann hier auch direkt zur Auswahl und man sieht ganz einfach von der Bedienung, gibt es auch nicht viele Einstellungen bei diesen einzelnen Webpartnern, wenn man das hier sieht. Man kann hier noch sagen, dass man die Zeitzone angezeigt haben möchte oder nicht. Oder bei diesem Webpart kann man hier noch sagen, ob man den Ort angezeigt haben möchte, beziehungsweise den Namen des Ortes dann hier entsprechend noch abändern, dass man das hier zum Beispiel nur Manila nennen möchte, kann man das hier entsprechend hier drüber einstellen. Auch diesen Bereich kann ich dann zum Beispiel wieder ein- und aufklappbar machen hier und ich kann natürlich hier auch wieder eine andere farbliche Hinterlegung einstellen, so dass das Ganze dann jetzt so aussieht bei dieser Darstellung. Ich habe hier meinen Auf- und zuklappbaren Bereich und jetzt hier meine Webparts für die Zeit. Und wenn man dann das einmal so eingestellt hat und dann entscheidet man sich doch zum Beispiel das Ganze nebeneinander darzustellen, kann man das relativ leicht noch machen, indem man dann einfach hier jetzt diesen Abschnitt bearbeitet. Ja, ich klicke einfach mal jetzt hier rein, Abschnitt bearbeiten und dann das Ganze hier auf 2 Spalten umstellen und dann kann ich jetzt hier einfach auch dieses Webpart zum Beispiel hier verschieben, so dass ich das jetzt so anordne und dann hat man diese beiden jetzt so nebeneinander. Also alles relativ flexibel, kann man alles noch leichter umändern. So, dann haben wir noch ein Webpart, was auch ganz interessant ist. Das fügen wir das mal hier ein, machen wir mal hier einen neuen Abschnitt. Und das ist das YouTube-Webpart. Damit kann man dann relativ einfach ein YouTube-Video integrieren. Ich nehme mal kurz eins raus. Ich habe das schon irgendwo mal vorbereitet. Und was man dazu braucht, ist dann praktisch nur die ID von dem Ganzen. Jetzt sieht man, wird das auch direkt geladen. Die ID findet man dann hier entsprechend bei den Videos. Jetzt hier, ich das mal noch zeige, wenn man dann hier auf Teilen geht, hat man hier entsprechend dann diese Video-ID zur Auswahl. So, damit kann ich dann relativ einfach mein Video einfügen. Und wenn ich das jetzt speichere, habe ich dann auch direkt hier mein Video, kann das entsprechend hier auch abspielen. Relativ einfach, um Videos einzubinden. So, ich lösche das mal wieder hier raus. Dann haben wir noch das Webpart Handlungsaufforderung. Das ist auch ein interessantes Webpart. Nehmen wir das mal hier rein. Da kann man jetzt sagen, melden Sie sich an. Und hier hat man dann entsprechend eine Schaltfläche. Die kann man dann hier entsprechend mit
einem Link hinterlegen zum Termin oder zur Terminauswahl zum Beispiel, können wir das Ganze mal nennen und dann hier einfach einen Link hinterlegen. Ich habe natürlich jetzt keinen richtigen Link, aber nehmen wir mal www.ard zum Beispiel. Und hier kann man dann entsprechend auch wieder dann die Ausrichtung davon dann so einstellen, wie man sie gerade braucht. Und dann kann ich hier dann auch noch mal ein schönes Bild zum Beispiel hinterlegen, wenn ich das gerne machen möchte. Und dann hier auch wieder ein Hintergrundbild aussuchen. Ich kann zum Beispiel hier über Archivbilder gehen. Und jetzt haben wir ein Auge. Vielleicht finden wir ja was mit dem Auge. Wenn wir einfach hier irgendwas mit dem Auge benutzen, oder hier diese Sonnenbrillen zum Beispiel, oder hier das hier passt ja ganz gut. Nehmen wir das Auge. Und dann ändern wir hier den Fokuspunkt zum Beispiel, dass wir das so ein bisschen verschieben, dass das Auge im Vordergrund ist. Ja, ich mit dem Text so ein bisschen, machen wir es mal so und speichern das Ganze mal. Und dann haben wir hier so eine, ja, Call to Action heißt es auf Englisch, Handlungsaufforderung, dass man hier so einen präsenten Text hat, melden sich zur Augenuntersuchung an und dann hier geht es zur Terminauswahl und wir landen natürlich jetzt hier bei der ARD, weil ich keinen richtigen Link habe, aber da könnte man natürlich dann entsprechend den Link zur Liste hinterlegen, indem man sich dann zu so einem Termin praktisch anmelden kann. So, dann schauen wir uns die ganze Seite nochmal an. Ist ganz interessant, ist ganz schön. Was man hier oben immer hat, ist ja dieser Bereich mit diesem Bild und mit dem Titel. Teilweise möchte man aber auch dieses Bannerbild hier nicht, weil auf jeder Seite so ein Bannerbild ist vielleicht auch nicht nötig, möchte man gar nicht. Das kann man entsprechend auch umändern, indem man einfach die Seite wieder in den Bearbeitungsmodus schaltet und dann ganz oben in diesem Bereich hier reingeht auf diesen Stift und dann kann man hier für den Titel hier oben verschiedene Darstellungen, also verschiedene Layouts anwählen. Ich kann zum Beispiel sagen Bild und Titel, dann sieht das Ganze so aus. Ich kann hier einen Farbblock nehmen, dann sieht es noch größer aus. Oder diese Überlappung, die wir gerade schon gesehen haben. Ich kann hier entsprechend hier noch die Zentrierung einstellen, dass ich meine Überschrift in der Mitte haben möchte oder links, wie es standardmäßig ist. Ich kann hier noch einen zusätzlichen Text eingeben und ich kann noch das Veröffentlichungsdatum hier einblenden, wenn ich das gerne möchte. Aber ich kann auch hier diesen Block einfach oder diese Layout-Darstellung einfach benutzen. Dann habe ich diesen riesen Block nicht mehr, dass ich da irgendwie noch ein Bild und so weiter habe, sondern eine ganz einfache Überschrift einfach nur und das war's. Dann sieht das Ganze etwas aufgeräumter zum Beispiel aus, weil man braucht vielleicht nicht auf jeder Seite unbedingt oben so einen riesen Block mit einem Bild. So, jetzt gehe ich nochmal in den Bearbeitungsmodus und dann setzen wir hier nochmal einen neuen Abschnitt rein. Eine Spalte und hier fügen wir jetzt mal ein Webpart ein, was man braucht, um zum Beispiel, wenn man jetzt hier die gesamte Breite ausnutzen möchte, und das ist dieses sogenannte Hero Webpart. Einmal hier nochmal in den Entwurf speichern. Dieses Hero Webpart ermöglicht mir dann eine Darstellung hier oben zu wählen, dass ich da bestimmte Inhalte noch in den Vordergrund bringen möchte, die ich dann direkt zum Beispiel auswählen kann. Dieses Hero Webpart kann man dann entsprechend hier auch wieder von der Darstellung natürlich einstellen. Man kann dann wählen, wie viele Kacheln man hier haben möchte. Hier haben wir jetzt die Darstellung mit 5 Kacheln, hier eine große, 4 kleine. Ich kann auch sagen, ich möchte hier zum Beispiel nur eine Kachel haben, 2 Kacheln oder 3 Kacheln oder 4 Kacheln oder die 5 Kachel Auswahl. Wir nehmen jetzt mal hier zum Beispiel die 2 Kachel Auswahl und jetzt kann ich hier auch entsprechend dann natürlich hier meine Informationen hinterlegen. Das ist wichtig zum Beispiel und dann kann ich natürlich hier entsprechend auch ein Hintergrundbild wählen, auch hier wieder aus der Dokumentenbibliothek zum Beispiel, nehmen wir mal hier dieses hier und ich kann natürlich hier auch wieder den Fokuspunkt setzen, mehr auf die Schmetterlinge zum Beispiel und hier kann man dann entsprechend einen Link hinterlegen, der ist jetzt hier standardmäßig mal auf hier dieses eingestellt, das lasse ich jetzt mal so und hier genau das gleiche, ich gehe auf Link auswählen und kann mir jetzt hier einen Link auf ein Dokument zum Beispiel auch auswählen, sage dann hier einfügen
und dann wird mir hier auch schon dieses Dokument direkt in dieser Vorschau angezeigt. Schauen wir uns das mal an. Und dann haben wir unsere Seite jetzt so aufgebaut. Wir haben hier oben so einen Einstiegsbereich, dieses Hero Webpart, was uns hier nochmal präsent Informationen anzeigt und präsente wichtige Links zum Beispiel hier. Dokument, ja, da kann man sich natürlich jetzt auch ein Bild hinsetzen anstatt diesen Auszug. Das passt jetzt nicht immer. In dem Fall, die erste Seite sieht nicht so schön aus bei dem PDF. Bei anderen PDFs passt es vielleicht besser, dass man da den Auszug schon sieht. Ich nehme ein anderes PDF, vielleicht macht das mal Sinn. Gehen wir hier nochmal in den Bearbeitungsmodus raus und ich sage hier ändern, damit man auch nochmal sieht, wie das so funktioniert mit dem Ändern. Und sage jetzt hier zum Beispiel Küchenparty. Und dann haben wir hier einen Auszug aus dieser Küchenparty zum Beispiel. Das kann ich dann auch als Entwurf zum Beispiel speichern und dann hat man hier einen direkten Einblick in das PDF. Hier passt es jetzt ganz gut und hier einen anderen wichtigen Link. Ja, da haben wir jetzt schon so einiges gesehen, wie man das Ganze konfigurieren kann. Also es gibt sehr viele Webparts oder Apps, wie gesagt, zur Auswahl. Ich werde dazu auch nochmal separate Videos machen, wo ich auch nochmal ein paar andere Webparts zeige, die man sich zum Beispiel aus dem Marketplace herunterladen kann oder auch noch spezielle andere Webparts, die man hier benutzen kann, die ich jetzt hier noch nicht vorgestellt habe, die auch teilweise eher für so ein Intranet-Portal wichtig sind, um zum Beispiel so seine letzten Dokumente von demjenigen, denen gehören, anzuzeigen und das Ganze auch etwas hier zu personalisieren. Das ist jetzt alles sehr statisch sozusagen, das heißt, alle Benutzer sehen erstmal hier die gleichen Inhalte. Es ist aber auch in SharePoint Online auch möglich, dass man hier eine Personalisierung einschaltet, für Zielgruppen zum Beispiel, sodass man dann bestimmte Inhalte je nach Benutzer hier anzeigt. Gerade was so in den Dokumentenbibliotheken zum Beispiel ist. So, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß mit dem Ausprobieren, Ihre Seiten anzulegen und weitere Webparts zu erkunden. Wie gesagt, es gibt sehr viele und die Bedienung ist eigentlich immer relativ gleich, so wie ich sie hier auch gezeigt habe. Dann bleiben Sie gespannt, es geht weiter bald mit dem nächsten Video.